Gute und herzlich willkommen bei CoinCharge. Heute beschäftigen wir uns wieder mit einer Lightning Wallet. Konkret geht es um die Blue Wallet, wie ihr es hier schon im Hintergrund seht. Die Blue Wallet ist eine Bitcoin Wallet und eine Lightning Wallet und verfügt über eine Vielzahl von weiteren Funktionen, die wir in diesem ausführlichen Video vorstellen wollen. Das sind zum Beispiel neben Bitcoin und Lightning Wallet solche Funktionalitäten wie LN-Hub, wie zum Beispiel LNURL-Funktionalitäten, wie du einen XPub-Key generieren kannst, wie du andere Lightning-Wallets in deine Blue Wallet integrieren kannst. Doch bevor wir im Detail auf diese Punkte eingehen, diese Informationen noch, ihr könnt all das, was in dem Video besprochen wird, auch in Ruhe nochmal nachlesen unter der URL coincharge.io/bluewallet. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Unten in der Videobeschreibung haben wir auch diese ganzen Links nochmal aufgeführt und dort findet ihr auch ein Inhaltsverzeichnis. Das heißt, wenn euch manche Stellen in dem Video schon bekannt vorkommen, dann könnt ihr relativ leicht in die entsprechenden Abschnitte springen. Bevor jetzt gleich das Intro beginnt, eine kleine Bitte noch. Scrollt kurz nach unten, drückt dort auf den Like-Button, denn das bedeutet, dass YouTube erkennt, dass ihr dieses Video gut findet. Und das könnt ihr machen, während das Intro läuft und dann geht es dann auch schon mit dem Video los. Zu Beginn wollen wir uns einen kleinen Überblick verschaffen über die verschiedenen Funktionen, die uns die Blue Wallet bietet. Beginnen wollen wir mit der Funktionalität der Bitcoin Wallet. Hier handelt sich es um eine selbstverwaltete Bitcoin Wallet, das heißt, wir haben hier selber unsere 12 Wörter und vollen Zugriff auf das Guthaben auf dieser Blue Wallet. Wäre also eine ideale Möglichkeit, um deinen Bitcoin-Guthaben auf einer Börse, zum Beispiel jetzt auf eine Blue Wallet zu übertragen. Dann verfügt die Blue Wallet über eine Lightning Wallet. Das heißt, du kannst darüber Lightning-Zahlungen senden und empfangen, ohne dass du einen eigenen Lightning-Node betreiben musst. Eine weitere Besonderheit ist, dass du eine Vielzahl von Bitcoin- und Lightning-Wallets erstellen kannst. Das gibt dir die Möglichkeit, dass du zum Beispiel deine privaten Satoshis von deinen geschäftlichen Umsätzen trennen kannst. Wenn du zum Beispiel ein Ladengeschäft betreibst oder einen Internetshop, dann kannst du also deine eingehenden Satoshis direkt auf den geschäftlichen Blue Wallets gutschreiben lassen und die privaten davon separieren. Du kannst aber auch zum Beispiel einen XPub-Key generieren und diesen XPub-Key, den kannst du dann in deinen Internetshop hinterlegen und dann kannst du die Bitcoin-Zahlungen dann direkt auf deiner Blue Wallet empfangen. Die Blue Wallet gibt es einmal als App für dein Smartphone oder als Desktop-Variante für deinen Computer. Dann bietet die Blue Wallet etwas, das nennt sich LN-Hub. LN-Hub ist die Möglichkeit, dass du andere externe Lightning Wallets in deine Blue Wallet importieren kannst. Das macht Sinn für die Lightning Wallets, die zum Beispiel nicht auf einem Smartphone laufen. Dann kannst du diese Lightning Wallets in deine Blue Wallet integrieren und kannst sie also auch auf deinem Smartphone benutzen. Dann bietet die Blue Wallet etwas, das nennt sich Watch-Only Wallet. Mit dieser Watch-Only-Funktionalität kannst du zum Beispiel eine externe Bitcoin-Wallet in die Blue Wallet importieren, aber nur darauf schauen, also nur darauf sehen, was dort für Umsätze passieren. Du kannst darüber keine Verfügung vornehmen. Das bietet sich zum Beispiel dann an, wenn du in deinem Internetshop eine andere XPub-Key hinterlegt hast, möchtest sehen, welche Umsätze dort reinkommen, aber die Verfügung willst du weiterhin über die Hardware-Wallet zum Beispiel vornehmen. Dann bietet die Blue Wallet etwas, das nennt sich LNURL. LNURL einmal in der Funktionalität LNURL Restore. Das bedeutet, du kannst zum Beispiel von einer Lightning Voucher, also Lightning Guthabenkarte, den QR-Code scannen und das Guthaben von dieser Gutscheinkarte auf deine Blue Wallet übertragen. Dann gibt es etwas, das nennt sich LNURL-Autorisierung. Damit kannst du das sogenannte Lightning Login benutzen. Lightning Login bedeutet, du kannst dich auf Internetseiten anmelden, die Lightning Login unterstützen. Du scannst den QR-Code, bist registriert und angemeldet und kannst den Dienst nutzen, ohne dass du zum Beispiel E-Mail-Adresse, Passwort oder persönliche Daten übermitteln musst. Und dann haben wir zu guter Letzt noch eine Funktionalität, die nennt sich Vault. Das ist eine Multisig
Funktionalität. Das heißt, du hast die Möglichkeit, auf das Guthaben auf einer Bitcoin-Wallet zuzugreifen, unter der Voraussetzung, dass mehrere Instanzen dazu ihre Zustimmung geben müssen. Du kannst also den Zugriff auf mehrere Personen verteilen und dadurch das Guthaben nochmal zusätzlich sicherer machen. Nachdem wir die Webseite bluewallet.io aufgerufen haben, bekommen wir das hier angezeigt. Und wenn ihr das direkt über euren Smartphone macht, dann könnt ihr mit einem Klick die entsprechende App bei euch installieren. Habt ihr einen Mac, dann habt ihr die Möglichkeit, über diesen Link euch ebenfalls ein Desktop-Wallet auf euren Mac zu installieren. Es funktioniert leider noch nicht mit Windows, ausschließlich Apple. Nachdem ihr die App bei euch installiert habt, dann sieht es in etwa so aus. Ich habe hier die Desktop-Wallets, da sind die Wallets hier auf der linken Seite angeordnet. Wenn ihr das auf eurem Smartphone macht, dann werden die Wallets oben angeordnet. Werde ich später euch nochmal anderweitig zeigen. Bei euch oben werdet ihr hier oben 3 Punkte sehen. Damit habt ihr die Möglichkeit, Einstellungen vorzunehmen. Das mache ich jetzt einfach mal hier rüber. Und diese Einstellung, die nehme ich jetzt erstmal vor, aus einem ganz einfachen Grund. Ich möchte gerne nämlich in die andere Sprache, sprich in Deutsch wechseln. Also wähle ich aus Deutsch. Das ist die eine Einstellung. Und dann möchte ich gerne die Währungen. Und die Währung ist hier standardmäßig US-Dollar. Und wir möchten das gerne in Euro haben. Also wird hier Euro ausgewählt. Was wir jetzt hier sehen, links ist die Bitcoin-Wallet. Eine Wallet ist quasi schon vorkonfiguriert. Das ist unsere Bitcoin-Wallet. Auf dieser Bitcoin-Wallet haben wir jetzt ein Guthaben von 0. Wir haben aber die Möglichkeit, jetzt eine Einzahlung vorzunehmen. Das heißt, wir möchten gerne Guthaben auf diese Bitcoin-Wallet vornehmen. Eine Option ist, dass man Bitcoin kaufen könnte. Das geht dann über den Anbieter Blue Wallet. Das wollen wir nicht. Wenn ihr bereits Bitcoins gekauft habt, zum Beispiel bei einer Börse oder bei einem Broker, dann liegen dort eventuell eure Bitcoins und dann macht es Sinn, sie jetzt hier drauf zu transferieren. Und das wollen wir jetzt gerne machen. Ich möchte gerne Bitcoins jetzt erstmal erhalten. Ich bekomme dann einen kurzen Hinweis darüber zu den Einstellungen, ob ich in Zukunft, wenn ich Gutschriften auf meine Wallet erhalte, ob ich darüber eine entsprechende Nachricht bekomme. Das finde ich sinnvoll, das machen wir. Ich werde jetzt von einer anderen Bitcoin-Wallet einmal 20 Euro auf diese Blue Wallet übertragen. Dazu scanne ich jetzt meinen QR-Code, der hier angezeigt wird. Bekomme das übernommen und drücke auf Zahlen. Und jetzt die Zahlung unterwegs. Wir bekommen es hier gleich auch angezeigt, dass also hier eine Zahlung knapp 20 Euro unterwegs sein wird. Und die Satoshis wurden jetzt auf unserer Bitcoin-Wallet bei Blue Wallet gut geschrieben. Bekommen wir hier oben angezeigt, den Gegenwert der 20 Euro, in dem Fall in Satoshi. Wenn wir hier draufklicken, dann bekommen wir es auch einmal als Euro-Betrag, nochmal draufklicken als Bitcoin-Betrag und noch einmal, da sind wir wieder im Satoshi-Bereich. Also wir haben gerade gesehen, wie man eine Einzahlung auf unserer Bitcoin-Wallet vornimmt. Jetzt wollen wir kurz zeigen, wie wir eine Bitcoin-Zahlung senden können. Wir gehen unten auf Senden, haben hier die Möglichkeit, den Betrag einzugeben. Also entweder können wir sagen, wir möchten gerne einen bestimmten Satoshi-Betrag überweisen und hier über den Wechsler haben wir auch die Möglichkeit zu sagen, wir möchten gerne den Euro-Betrag definieren. Dann sagen wir mal, wir wollen eine Zahlung machen über 5 Euro. Dann geben wir hier die Adresse ein, also die Bitcoin-Adresse. Wir können hier die Bitcoin-Adresse direkt eingeben, das machen wir jetzt mal. Wenn wir die nicht in der Form da haben, sondern unser Gegenüber uns ein Smartphone zeigt, zum Beispiel mit einem QR-Code, dann können wir auf Scannen klicken und unser Smartphone aktiviert seine Kamera und wir können den QR-Code dann abscannen. Wir können auch noch eine eigene Beschreibung sagen. Hallo Test. Dann können wir auch noch festlegen, welche Gebühren wir bereit sind zu bezahlen. Wir klicken hier auf Gebühren. Und dann kriegen wir hier 3 Vorschläge. Einmal eine Gebühr für etwas, wenn es langsam dauern soll, also wenn wir Zeit haben, dann würde hier die Gebühr entsprechend niedrig sein. Wenn wir eine durchschnittliche Zeit in Anspruch nehmen wollen oder eine schnelle. Also innerhalb von
etwa 10 Minuten würden wir ungefähr 4 Satoshis pro V-Byte bezahlen. Und wenn wir etwas Zeit haben, dann könnten wir den Betrag machen. Ja, wir sagen, wir wollen es mal ein bisschen schneller haben, haben die höhere Gebühr genommen, haben die Bitcoin-Adresse reingelegt und drücken jetzt auf Weiter. Kommen die Bestätigung und sagen, ja, bitte jetzt senden. Und die Zahlung ist unterwegs. Hier wurde uns der Betrag schon entsprechend abgezogen. Wir kriegen hier die Transaktion angezeigt. Wir sehen hier ausstehend, die Zahlung ist also quasi im Mempool und wir warten jetzt, dass sie auf der anderen Bitcoin-Wallet gut geschrieben worden ist. Wir haben jetzt gerade gesehen, wie wir auf unserer Bitcoin-Wallet Zahlungen senden und empfangen können. Doch unsere Bitcoin-Wallet bei Blue Wallet kann noch mehr. Wir klicken dazu nochmal hier oben auf die 3 Punkte und kommen hier quasi in die Detaileinstellungen. Bei unserer Bitcoin-Wallet handelt es um eine sogenannte selbstverwaltete oder Self-Custody Bitcoin-Wallet. Bei dieser Bitcoin-Wallet haben wir selber unsere eigenen 12 Leadwörter. Also wir haben mit diesen Wörtern die volle Kontrolle über unser Bitcoin-Guthaben. Das sind also unsere eigenen Bitcoin. Das ist der Unterschied zu einer Custody Bitcoin-Wallet, die wir zum Beispiel bei einer Bitcoin-Börse haben. Denn da gehört uns nicht das Bitcoin, sondern diese Bitcoin gehören der Börse. Und wie wir an diese 12 Wörter kommen, wir klicken hier auf Exportieren und Backup und bekommen hier einmal einen QR-Code, den könnten wir jetzt kopieren. Oder hier unten bekommen wir 12 Wörter angezeigt. Und diese 12 Wörter, das ist das Entscheidende, diese 12 Wörter, die schreibt ihr euch jetzt bitte auf, notiert sie auf ein sicheres Blatt Papier und verwahrt diesen Zettel auf einen sicheren Platz. Solltet ihr irgendwann mal euer Smartphone verlieren oder keinen Zugriff mehr drauf haben, mit diesen 12 Wörtern könnt ihr jederzeit wieder eine neue Blue Wallet aufmachen, diese 12 Wörter eingeben und dann habt ihr wieder Zugriff auf euer Bitcoin-Guthaben. Dann möchte ich euch etwas zeigen, das nennt sich XPubKey. Das ist der hier unten, Wallet XPubKey zeigen. Wenn man da drauf klickt, kommt mir einen sogenannten XPubKey angezeigt. Auch hier unten könnt ihr diesen nochmal kopieren in eure Zwischenablage. Dieser XPubKey ist zum Beispiel dafür gedacht, wenn ihr einen Online-Shop zum Beispiel betreibt bei LNBits oder über den BTC Pay Server und ihr möchtet gerne, dass eure Bitcoin-Umsätze direkt auf dieser Bitcoin-Wallet bei Blue Wallet gutgeschrieben werden sollen. Also auch hier ist es die Möglichkeit, dass eure Umsätze zwar in einem BTC Pay Store generiert werden, diese Umsätze aber direkt auf eurer Bitcoin-Wallet bei Blue Wallet gutgeschrieben werden. Wenn ihr euch mit LNBits beschäftigt oder mit dem BTC Pay Server, dann werdet ihr die Frage bekommen, XPubKey generieren. Jetzt wisst ihr, wie ihr an diesen XPubKey herankommt, wenn ihr eine Blue Wallet verwendet. Also einfach XPubKey auswählen, den kopieren und den dann in das entsprechende Feld bei LNBits oder bei dem BTC Pay Server hinterlegen. Ich bin jetzt in die Smartphone-Ansicht der Blue Wallet gewechselt und ich möchte hier jetzt zeigen, wie man eine Lightning Wallet einrichtet. Dazu scrollt man ganz nach rechts und dort findet man die Funktion Wallet hinzufügen. Das mache ich jetzt mit Jetzt hinzufügen. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, eine Bitcoin Wallet oder eine Lightning Wallet hinzuzufügen. Das möchten wir gerne machen mit einer Lightning Wallet. Ich habe auch die Möglichkeit, noch einen Wallet-Namen zu hinterlegen und ich nenne jetzt diese Wallet einfach mal privat. Das liegt daran, weil ich nachher auch noch zeigen möchte, dass man auch eine geschäftliche Lightning Wallet hinterlegen könnte, zum Beispiel um dann die Umsätze zwischen privat und geschäftlich separat zu betreiben. Also wir definieren und sagen, das ist unsere private Lightning Wallet und sagen erstellen. Hier bekomme ich jetzt noch einmal einen QR-Code und nochmal eine LND Hub Adresse angezeigt. Die sollte ich mir speichern und aufbewahren, denn wenn ich mein Smartphone mal verliere, habe ich damit wieder Zugriff auf meine Satoshis auf der Lightning Wallet. Die 12 Wörter hatten wir für die Bitcoin Wallet. Das ist die Adresse, um auf die Lightning Wallet wieder zuzugreifen. Okay, wenn ich das gesichert habe, dann sehe ich jetzt, meine private Lightning Wallet hat 0 Satoshis. Auf unserer Lightning Wallet ist jetzt ein Guthaben von 0 Satoshis. Jetzt wollen wir hier aber eine kleine Einzahlung vornehmen, damit wir dann darüber auch Zahlung
ausführen können. Und das machen wir wie folgt, dass wir von unserer blauen Bitcoin Wallet uns jetzt ein paar Satoshis auf unsere Lightning Wallet übertragen. Das machen wir in der Form, dass wir hier oben gibt es den Button Beträge verwalten. Da klicken wir jetzt drauf und jetzt kriegen wir angezeigt Aufladen oder mit externer Wallet aufladen. Wir möchten es aufladen, das nehmen wir den oberen Auswahlknopf. Dann kriege ich nochmal den Hinweis, ob ich das auch gesichert habe. Ja, das habe ich. So, und jetzt werde ich gefragt, von welcher Bitcoin-Wallet möchtest du denn gerne den Aufladungsbetrag nehmen? Ich nehme ihn also jetzt von meiner blauen Bitcoin-Wallet, wird automatisch übernommen. Und jetzt werde ich gefragt, wie viel möchtest du denn gerne aufladen? Dann geben wir hier oben mal den Betrag ein, wechseln das mal um, sagen, wir wollen gerne 100 Satoshis. Die hätten wir jetzt gerne. Also wir übernehmen 100 Satoshis, klicken auf Weiter. Jetzt möchte ich gerne, dass die gesendet werden von der blauen Bitcoin Wallet an unsere private Lightning Wallet. Fertig. Auch hier, der Betrag wird nicht sofort gut geschrieben. Das bedeutet, denn hier haben wir jetzt wieder mit einer Transaktion zu tun, die erst über die Blockchain gehen muss. Das heißt also, jetzt gehen die Bitcoins von unserer blauen Bitcoin Wallet über die Blockchain quasi auf unsere Lightning Wallet. Wir haben unsere Lightning Wallet ja aufgeladen mit einer Bitcoin-Zahlung, die wir von unserer Bitcoin Wallet bei der Blue Wallet übertragen haben. Schauen wir kurz mal nach. Jetzt sind mittlerweile hier, sehen wir es, 100 Satoshis sind eingegangen. Es hat insgesamt 6 Confirmation auf der Blockchain gedauert, also etwas mehr als eine Stunde. Wenn wir jetzt hier draufklicken, dann kriegen wir dann nochmal die Detailansicht, also hier die 100 Satoshis. Und über die Funktion Beträge verwalten, da hatten wir über Aufladen das Guthaben von einer Bitcoin Wallet, die auch bei der Blue Wallet lag, den Transfer übernommen in die entsprechende Lightning Wallet. Wir können aber auch uns diesen Umweg sparen und direkt eine Gutschrift machen auf unsere Lightning Wallet mit Bitcoin Guthaben. Das machen wir, indem wir dann auf mit externer Wallet aufladen klicken. Und jetzt bekommen wir hier einen QR-Code angezeigt. Und das ist ein QR-Code für Bitcoin-Zahlungen. Dort unten sehen wir auch die Bitcoin-Adresse, beginnt mit BC1. Wir können also, wenn wir jetzt zum Beispiel auf einer anderen Wallet oder zum Beispiel auf unserer Hardware-Wallet Bitcoin bereits haben, diesen QR-Code scannen und so eine Aufladung mit Bitcoin auf unsere Lightning Wallet vornehmen. Also diese 2 Optionen stehen uns zur Verfügung, Bitcoin-Einzahlung auf diese Lightning Wallet zu machen. Wir können aber unsere Lightning Wallet nicht nur mit Bitcoin aufladen, natürlich auch mit Lightning. Das machen wir wie folgt. Bisschen unten, ein bisschen schlecht vielleicht dargestellt, aber vielleicht funktioniert es ja trotzdem. Haben wir links einen Button mit der Beschriftung Erhalten, rechts daneben mit Senden. Jetzt wollen wir mal kurz gucken, wie es funktioniert, wenn wir Lightning-Zahlungen empfangen wollen. Wir drücken auf Erhalten und bekommen jetzt diese Ansicht. Und hier oben haben wir die Möglichkeit, jetzt selber festzulegen, welchen Betrag wir haben wollen. Also wir erstellen quasi eine Lightning Invoice. Wir als Zahlungsempfänger legen fest, welche Zahlungen wir bekommen wollen. Wir können also jetzt zum Beispiel sagen, wir möchten gerne 1000 Satoshis bekommen, also knapp 16 Cent. Jetzt könnten wir noch eine Beschreibung eingeben, also sagen wir mal Testzahlung und drücken auf Erstellen. Wir haben jetzt eine Lightning Invoice in Höhe von 1000 Satoshis erstellt und die bekommen wir jetzt auch als QR-Code dargestellt. Wenn wir jetzt zum Beispiel unseren Zahler uns gegenübersteht, dann könnten wir ihm jetzt diesen QR-Code zeigen. Er scannt den ab und auf diese Art und Weise wird die Lightning Invoice bezahlt. Wir drücken auf Teilen und dann haben wir die Möglichkeit, diese Lightning Invoice über die Kommunikationswege, die auf unserem Smartphone installiert sind, weiterzuleiten. Also per Telegram, per WhatsApp, per E-Mail oder welchen Kommunikationsweg ihr auch immer wählt und könnt diese Lightning Invoice an den Rechnungsempfänger weiterleiten, der sie dann bezahlt und dann bekommt ihr sie direkt gut geschrieben. Wir wollen jetzt mal kurz zeigen, wie das funktioniert. Ich habe hier also jetzt den QR-Code
auf meinem Smartphone angezeigt, so wie er das hier auch darstellt. Und jetzt nehme ich eine zweite Wallet, scanne den QR-Code, drücke auf Pay, Zahlung ist gesendet, die Zahlung ist empfangen. Ihr seht 1000 Satoshis innerhalb von wenigen Millisekunden auf unserer Lightning Wallet gutgeschrieben worden, bedeutend schneller als eine Bitcoin-Zahlung. Wir haben gerade gesehen, wie wir Lightning-Guthaben bekommen können, indem wir eine Lightning-Invoice erstellen. Wir haben aber noch eine Möglichkeit, uns Lightning-Guthaben zukommen zu lassen, und zwar über Erhalten. Und zwar dann, wenn wir zum Beispiel einen Gutscheincode haben. Ich habe hier mal so ein Beispiel gemacht. Ich hoffe, man sieht es. Das ist ein Gutscheincode. Da ist ein Guthaben drauf. Den kann man zum Beispiel, so einen Gutscheincode kann man verschenken, kann es der Bedienung geben als Trinkgeld zu Weihnachten, zum Geburtstag verschenken oder jemanden damit Bitcoin erklären, indem man so einen Gutscheincode verteilt. Also ich habe jetzt hier so einen Gutscheincode. Jetzt nehme ich die Blue Wallet, drücke auf Scannen. Ich scanne jetzt diesen Gutscheincode. Seht ihr, da sind 1000 Satoshis drauf. Ich habe jetzt den Gutscheincode Have Fun with Bitcoin, das ist der Verwendungszweck gewesen. Ich drücke auf Erstellen. Und auf diese Art und Weise habe ich mir jetzt den Gutschein eingelöst und auf meine Lightning Wallet übertragen. Und hier seht ihr das, jetzt habe ich schon 102.000 Satoshis. Also eine gute Idee zur nächsten Gelegenheit. Beim nächsten Meetup verschenkt einfach so einen Gutscheincode. Wie der erstellt wird, erkläre ich in einem separaten Video. Aber so kann man dann zum Beispiel Guthaben verschenken. Eine weitere Möglichkeit, über die wir jetzt reden wollen, ist, wie kann ich denn Lightning senden? Dafür unten rechts neben dem Erhalten-Knopf ist rechts der Senden-Knopf. Da klicke ich jetzt drauf. Jetzt hier eine Lightning Invoice erstellt. Jetzt nehme ich meine Blue Wallet, drücke hier auf Scannen, scanne den QR-Code und zahle. Und zack, ist jetzt von meiner Blue Wallet zur Wallet of Satoshi gerade eine Zahlung in Höhe von 1000 Satz erfolgt. Jetzt seht ihr gerade hier, dass es nicht genau 1000 Satz waren, sondern 1006 Satz. Das bedeutet, ich habe 6 Satoshis zusätzlich bezahlt für den Transfer dieser Lightning Invoice zu der anderen Wallet. Also ich als Zahler trage die Kosten für den Versand. Das waren 6 Satoshis, also ein klein bisschen weniger als gar nichts. Jetzt möchte ich euch zeigen, wie ihr eine Zahlung an jemanden senden könnt, von dem ihr keine Lightning Invoice erhalten habt. Geht zum Beispiel auf Senden. In das Feld Rechnung kann ich eine sogenannte LNURL-Adresse eingeben, die ich von jemandem kenne, um dann Lightning-Zahlungen vorzunehmen. Bekannter ist aber die Variante als sogenannte Lightning-Adresse. Eine Lightning-Adresse sieht aus vom Aufbau wie eine E-Mail-Adresse. Ich habe zum Beispiel so eine Lightning-Adresse unter anderem von GetAlbi und die lautet dort onlines@getalbi.com. Die habe ich jetzt in das Feld Rechnung eingetragen, so wie ihr das dort seht. Wenn ich die dann eingetragen habe, dann drücke ich auf Scannen. Und jetzt werde ich gefragt, wie viel möchte ich denn senden? Minimalbetrag ist 1 Satoshi, aber das kann ich natürlich auch ändern. Und dann sage ich mal einfach, ich bin heute großzügig. Und auch hier bleibe ich bei den 1000 Satoshis. Ich sende 1000 Satoshis an jemanden als Spende zum Beispiel. Und zahle jetzt einfach mal senden. Zahlen. Jetzt kann ich noch einen Kommentar hinschreiben. Gute. Und die Zahlung ist an onlines@getalbi rausgesendet worden. Machen wir noch Refresh. So, jetzt, auch hier hat mich die Zahlung 6 Satoshis gekostet von den 1000. So, ich sehe also in der Transaktionsübersicht alle meine Transaktionen in der Vergangenheit. Also so einfach kann man Lightning-Zahlungen senden und auch empfangen. Und das Besondere, es geht wirklich in Millisekunden, also ganz zügig und schnell im Verhältnis zu Bitcoin. Und daraus wird auch vielleicht relativ deutlich, wo sich Lightning eigentlich hinentwickelt oder welche Vorteile mir Lightning bietet. Bitcoin
ist zum Sparen da. Die lege ich mir auf meine Hardware-Wallet und ich speichere sie, um sie dann vielleicht irgendwann mal in ein paar Jahren ausgeben zu können. Lightning ist für Zahlungen da. Man sollte also eine Lightning Wallet haben. Hier hat man eventuell ein paar Satoshis drauflegen, um die dann für die Zahlung zu benutzen. So wie ihr euer Geld auf eurem Bankkonto habt oder auf ein Sparkonto und vielleicht als Bargeld in eurem Portemonnaie. Also quasi ist die Lightning Wallet euer Portemonnaie für den täglichen Zahlungsverkehr. Lightning Login ist eine Möglichkeit, mit der man sich auf Webseiten anmelden kann, ohne dass man ein Passwort, eine E-Mail oder irgendwelche anderen persönlichen Daten übermitteln muss. Was man dafür braucht, ist eigentlich eine Lightning Wallet, die Lightning Login unterstützt. Und das kann die Blue Wallet. Wir sehen hier als Beispiel rechts eine Beispielseite, die nennt sich lightninglogin.live und da kann man das einfach mal ausprobieren. Ihr findet hier die Möglichkeit Login with Lightning, da klicke ich jetzt einfach mal drauf und dann bekommt man einen QR-Code angezeigt. Und diesen QR-Code, den scanne ich jetzt mit Hilfe meiner Blue Wallet. Und ihr seht hier unten links ist eingeblendet Scannen und da klicke ich jetzt einfach auf den Scan-Button. Dann sieht das so aus und dann habe ich den QR-Code gescannt. Ihr seht, was ich dort angezeigt bekomme. Ich drücke auf den Knopf Authentifizieren. Hier, erfolgreich und da ist es, erfolgreich. Ich habe mich erfolgreich bei Lightning Login angemeldet. Und das Einzige, was Lightning Login jetzt von mir kennt, ist dieser Key. Das ist mein Public Key. Also ein Public Key, den ich auch bekannt geben darf. Und damit habe ich mich jetzt angemeldet und könnte jetzt diesen Dienst benutzen. Und es gibt mittlerweile zahlreiche weitere Webseiten, die Lightning Login unterstützen. Schaut einfach mal rum und wenn ihr auf so eine Seite stoßt, könnt ihr euch darüber dann entsprechend anmelden und den Dienst verwenden. Wir haben jetzt gerade gesehen, wie einfach man sich eine Bitcoin-Wallet, also diese blauen Wallets, oder eine Lightning-Wallet, die orangefarbenen Wallets, sich erstellen und anlegen kann. Und das Besondere ist, hier nebenbei sehen wir ja Wallet hinzufügen. Wir hätten also eine Möglichkeit, unendlich viele weitere Wallets, Bitcoin oder Lightning Wallets zu erstellen. Und das bietet sich zum Beispiel an, wenn man auf seiner Blue Wallet eine Trennung vornehmen möchte zwischen seinen privaten Wallets und seinen geschäftlichen Wallets. Ein kleines Beispiel. Ihr macht bei CoinCharge einen BTC Pay Store auf. In diesem BTC Pay Store, dort müsst ihr eine Bitcoin-Adresse hinterlegen und dafür braucht ihr einen XPub-Key. Diesen XPub-Key, haben wir uns am Anfang schon angesehen, könnt ihr, indem ihr eine Bitcoin-Wallet erstellt, extrahiert den XPub-Key und den könnt ihr dann zum Beispiel beim BTC Pay Server oder bei LNbits hinterlegen. Habt ihr ein Ladengeschäft? Perfekt. Macht eine private Wallet und macht eine geschäftliche Bitcoin-Wallet und eine geschäftliche Lightning-Wallet. Und wenn ein Kunde bei euch in den Laden kommt und möchte gerne bezahlen, dann könnt ihr die geschäftliche Wallet entsprechend öffnen, je nachdem, ob er mit Bitcoin oder mit Lightning bezahlen möchte. LND Hub. Mit Hilfe von LND Hub habt ihr die Möglichkeit, externe Lightning Wallets in eure Blue Wallet zu importieren. Das macht zum Beispiel dann Sinn, wenn ihr eine Lightning Wallet habt, die nicht auf einem Smartphone läuft, aber ihr gerne auf eurem Smartphone über diese Lightning Wallet verfügen wollt. Die gängigsten Lightning Wallets, die man in seine Blue Wallet integrieren kann, ist zum Beispiel Albi, die beiden Telegram Lightning Wallets von Lightning Tipbot oder LNTXBot und die beiden Schwergewichte von LNbits und LNbanks von BTC Pay Server. Möchten wir euch zeigen, wie ihr eine externe Lightning Wallet integrieren könnt. Wir machen das am Beispiel von der LNbanks Lightning Wallet auf einem BTC Pay Server. Aber das Grundprinzip ist bei allen Lightning Wallets, die dieses Verfahren unterstützen, ähnlich geartet. Ich gehe dazu auf eine Wallet hinzufügen, erstelle ich so. Und jetzt sage ich, ich möchte gerne eine Lightning Wallet machen. Und das Besondere ist, hier unten seht ihr das Wallet importieren. Ich übernehme jetzt also eine Lightning Wallet. Und dann sieht das so aus. Und jetzt kann ich hier entweder in dieses Feld einen Datensatz reinkopieren oder ich kann es per QR-Code scannen machen. Und das möchte ich euch jetzt zeigen.
Ich bin jetzt hier auf meinen BTC Pay Server eingeloggt und habe hier unter der Funktionalität Allen Banks eine Lightning Wallet vorbereitet. Die habe ich jetzt einfach mal den Namen Blue Wallet gegeben. So sieht es aus, sind noch keine Transaktionen, aber ich habe jetzt die Möglichkeit, diese Lightning Banks Blue Wallet bei mir zu integrieren. Und zwar gibt es hier, wenn ich hier auf das Zahnrad klicke, gibt es hier unten Show Me den QR-Code. Und das machen wir jetzt mal. Hier kriege ich den QR-Code angezeigt. Und jetzt nehme ich meine Blue Wallet, klicke auf QR-Code scannen oder Datei importieren. Ich scanne den. Gut. Integriert. Wunderbar. 0 Satoshis, das war die Blue Wallet mit einem Gegenwert von 0 Satoshis. Und damit ich sie nachher unterscheiden kann, werde ich sie noch umbenennen. Das mache ich in der Form, wenn ich oben auf die 3 Punkte klicke und nenne sie jetzt statt importierter Lightning Wallet schreibe ich jetzt einfach rein BTC Pay Server Wallet. Wenn ihr bei LNBits eine Lightning Wallet habt, dann könnt ihr das genauso machen. Wir machen jetzt hier auch wiederum Wallet hinzufügen. Wir werden wieder eine Lightning Wallet machen, die wir uns importieren. Und hier bei LNBits gibt es die Funktionalität, das ist eine Extension, die nennt sich LND Hub. Die müsst ihr euch aktivieren. Und dann wählt ihr aus, von welchen der zur Verfügung stehenden Lightning Wallets ihr die gerne importieren wollt. Das ist dann hier. Und dann habt ihr die Möglichkeit, hier links den LND Hub Invoice URL zu kopieren. Das nehme ich jetzt einfach, scanne ich. Zack, importieren. Und die Wallet wurde erfolgreich integriert. Und dann kann ich die auch noch umbenennen. Wenn ihr ein Lightning Wallet habt bei Albi, dann könnt ihr das ebenfalls machen. Ihr loggt euch einfach darüber ein. Dann habt ihr sieht das dann so aus, habt ihr euch eingeloggt. Und dann geht hier auf Settings. Und dann wählt ihr hier die entsprechende Wallet aus. Das ist die Get Albi Wallet und geht hier unten auf Managed Accounts. So sieht das dann aus. Und hier gibt es dann die Funktionalität Export. Wenn ihr auf Export klickt, dann bekommt ihr den QR-Code angezeigt, den ihr dann importieren könnt. Wenn ihr eine Lightning Wallet habt bei Telegram, dann geht das wie folgt. Bei dem Lightning Tipbot, dann geht ihr auf Advanced. Und bei Advanced gibt es dann die Funktionalität Link. Und da kriegt ihr den Link zu eurem Wallet oder Blue Wallet. Hier kriegt ihr es angezeigt. Einfach auf Link klicken und dann bekommt ihr den QR-Code angezeigt. Und wenn ihr die Lightning Wallet von LNTXBot verwendet, dann habt ihr die Funktionalitäten ebenfalls. Und zwar findet ihr da sogar einen eigenen Menüpunkt. Der nennt sich Blue Wallet. Den könnt ihr entsprechend auswählen und dann bekommt ihr dann den QR-Code angezeigt. Ihr seht, so einfach kann man externe Lightning Wallets in die Blue Wallet integrieren. Das Entscheidende ist einfach nur den QR-Code scannen und schon seht ihr diese Wallets. Die tatsächlichen Transaktionen finden auf den ursprünglichen Lightning Wallets statt. Mit der Blue Wallet, das ist wie so eine Art Fernbedienung, kann man sich das fast vorstellen, kann man die Transaktionen ebenfalls sehen, importieren, aber auch ausführen. Watch-Only Wallet. Wir möchten jetzt gerne in unsere Blue Wallet eine sogenannte Watch-Only Wallet hinterlegen. Wie der Name Watch-Only schon sagt, haben wir hier keinen Zugriff drauf, sondern wir können nur sehen, was auf dieser entsprechenden Bitcoin-Wallet so passiert. Für diesen Zweck importieren wir den sogenannten XPub-Key, also den Public Key, über den wir einen Einblick haben über unsere Transaktionen. Diesen XPub-Key, den verwenden wir zum Beispiel, wenn wir einen Online-Shop haben. Dahinter legen wir den XPub-Key für die eingehenden Zahlungen. Und diesen gleichen XPub-Key, den könnten wir jetzt in unsere Blue Wallet integrieren und haben dann immer einen Einblick darüber, welche Bitcoin-Zahlungen jetzt gerade in unserem Internetshop reinkommen. Also, wie funktioniert das genau? Ich mache jetzt hier eine Wallet hinzufügen. Und auch hier wähle ich wieder Wallet importieren. Als Beispiel verwende ich jetzt meinen XPub-Key von meiner Bitbox 02. Das ist jetzt hier das Display von der Bitbox 02 und unter Kontoinformationen habe ich die Möglichkeit, auf den erweiterten XPub-Key zuzugreifen. Und diesen XPub-Key, den habe ich zum Beispiel in meinem Internetshop hinterlegt. Jetzt nehme ich wieder meine App, drücke auf QR-Code scannen, scanne diesen XPub-Key, importiere ihn.
Hier bekomme ich noch den Hinweis, dass es sich nur um eine Watch-Only-Wallet handelt, also ich keinen Zugriff drauf habe, sondern nur sehen kann, was dort passiert. Das ist mir auch recht so und habe es importiert. So habe ich jetzt jederzeit auf dieser Wallet einen Einblick darüber, was dort passiert, aber keinen Zugriff drauf. Auf diese Art und Weise könnt ihr den XPub-Key von jeder Bitcoin-Wallet nehmen und den in eure Blue Wallet importieren. Und so habt ihr jederzeit von unterwegs einen Einblick darauf, was auf eurer Bitcoin-Wallet passiert. Und ja, zu Hause habt ihr dann vielleicht eure Hardware-Wallet sicher verwahrt. Und mittlerweile haben wir in unserer Blue Wallet eine entsprechende Anzahl von weiteren Wallets hinterlegt. Die blauen sind die Bitcoin-Wallets und die orangefarbenen sind die entsprechenden Lightning-Wallets. Und in schwarz werden die entsprechenden Watch-Only-Wallets dargestellt. Hier unten haben wir die Transaktionen. Das sind alle Transaktionen, die über alle Wallets erfolgt sind. Und wenn wir nur die einzelnen sehen wollen, dann klicken wir entsprechend drauf und dann kriegen wir nur die Transaktionen angezeigt, die für die eine Wallet geeignet sind. Ja, das war unser kleines Video über die Blue Wallet. Ich denke, ein sehr langes Video liegt daran, die Blue Wallet verfügt über so viele Funktionalitäten und Funktionen, die wollten wir hier alle mal in Ruhe vorstellen. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Wie schon gesagt, eingangs freuen wir uns auch, wenn ihr einen kleinen Like-Button da lasst, damit wir auch besser bei YouTube gefunden werden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr seid wieder dabei, wenn es um weitere Lightning Wallets geht oder andere Themen um das Thema Zahlungsabwicklung per Bitcoin und Lightning. Dann lasst ein Abo da, dann werdet ihr jederzeit rechtzeitig darüber informiert. Ich bedanke mich für euer Interesse und würde mich freuen, euch demnächst wieder auf diesem Kanal begrüßen zu dürfen. Macht es gut und ciao, ciao.